Ja, willkommen zurück mit Aya in Rom. Nachdem wir den letzten Kultisten getötet haben, nehmen wir uns natürlich jetzt Caesar vor. Oder wir lassen ihn töten, wer weiß. Kein Plan. Gucken wir gerade hier die Statuen an. Ist irgendwie ein Gewitter oder? Egal, Leute. Ich bin gespannt. Sprachmoni. Da komme ich jetzt nicht ran. So. Also hier, das war auch so wie so ein Mini-Kolosseum, oder? Auf jeden Fall mal eine Arena, ne? Oh. Hier wimmelt es nur so von Soldaten. Sind tatsächlich in Rom, Leute. Wie genial ist das denn? Ein Triumphbogen. Ah, ich kann leider nicht auf der Karte gucken, ey. Ich kann nicht im Menü. Ah. Prohibere! Tuilo! Wirklich viele, hä? State! Et io silut! Siste! Confute! Ut mi! Et nunc! Prohibere! Tuiluc! Et mortuis sunt! Ego stand up, tibi dolor! Veus tibi! Die großen Zenturien immer, ey. Das ist die Frage. Ich weiß gar nicht, wie viel die Eier eigentlich aushält. Das Schild hat er mir unten nichts gebracht, ne? Bei dem Geschwärzgedöns da. Eier. Conquiesco! Ist einfach zu flott, Mann. Ich gehe mal davon aus, dass hier keine Krokodile drin sind. Sogar Mosaik, was? Pantheon. Was sind da so Pantheon ist? Der dazu heißt Pantheon?
komisch, aber da irgendwo hier Schätze gibt oder so. Tibiave! Ibi manere! Schlechter. Ein schlechter. Schwerer Hammer. Blutspritze. Recurre ad mulierum teras ultimem quod tentatet. Ego ostendam tibi dolor. Meine Güte, ey. Sire versus fueris. Nicht so viel. Incumbite. Nunc honos ne descendas. Et dabo vos in consumationem. Ach, ah ja, du siehst jetzt gar nicht mehr so sexy aus. Ich verlange nur dies, dass ihr gemeinsam mit mir ein neues Rom erbaut. Ein Rom mit dir als König? Lasst Cäsar sprechen! Heilige Senat, Leute. Der Senat. Und Land für alle Bürger bietet, nicht nur den wenigen Privilegierten. Du bist genauso privilegiert wie ich. Ich bin kein Diktator auf Lebenszeit. Eine Ehre, die mir die Bürger Roms zuteil werden ließen. Hätte ich dieses Geschenk ablehnen sollen? Du hättest zuerst an Rom und dann an dich denken sollen. Ich werde die Republik vereinen. Senatus Kann ich nicht hoch. Populusque Romanus. Für den Senat und das Volk Roms. Republik? Du sprichst von Republik, während du die Krone forderst? Marcus Antonius hat mir die Krone angeboten an den Lupercalien. Ich lehnte sie ab. Das war ein gerissener Schachzug. Du brauchst keine Krone. Sie machten dich zu einem Gott. Hör mich an, Gaius Cassius Longinus. Unterstütze meine Träume für Rom und alte Zwistigkeiten werden vergessen. Senatoren, der Krieg ist bereits vorbei. Die Trommeln des Widerspruchs erreichen ihren Höhepunkt. Rom wird nicht wieder zur Monarchie. Es scheint, Brutus dürstet nach einer Revolution. Doch wogegen, mein Sohn? Wir wollen doch beide dasselbe. Wie kannst du das sagen, wenn du dich selbst so hoch über das Volk erhoben hast? Naja, die hätten ihn ja eh umgebracht, also kann ich das doch machen. Auch du, mein Sohn. In der Sack oder wie? Leben doch jetzt hingestochen. Der Tyrann ist tot! Ihr seid nun frei! Kenne ich dich? Du, die aus den Schatten zuschlägt? Das gleiche Schicksal blüht allen Despoten. Letztendlich ist es unmöglich, nicht zu werden, was andere in einem sehen. Und ich war ein Gott! Es gibt jetzt ein neues Credo. Rom ist die ewige!
Sie fällt nicht an dich oder deinesgleichen. Freiheit wird nicht gegeben, Caesar. Man nimmt sie sich. Requiescat in pace, Caesar. Was hast du getan? Caesarion wäre auf dem Thron von Rom. Hört doch, wie sie euch auf den Straßen nennen. Die Hure eines toten Tyrannen. Wir sind noch deine Königin. Ihr seid nur die Königin von Lügnern und Schlangen. 5 Jahre kämpfte ich für euch. Unser Volk hat euch angebetet. Apollodorus starb für euch, für Ägypten. Für Ägypten? Wir sind Ägypten. Ach, die hat er auch mit Dann dem seid die Finger. Herrscherin, die unser Volk verdient. Sonst wird euch nichts von meiner Klinge retten können. Ihr seid die letzte der Pharaonen. Bayek. Caesar wurde bereits eliminiert. Septimius ist ebenfalls tot. Ich habe nun ein Büro für uns mitten in Rom. Doch niemand weiß von unserer Existenz. Wie Amun sind wir die Verborgenen. Ich glaube an dich. Also sind die Yakuza auch die Verborgenen. Oh Mann. Die Ironie der Freiheit. Wir sind voneinander befreit. Doch es bringt mir keine Freude. Wir müssen immer weiter. Unseren Sturm blutiger Poesie aufrechterhalten. Denn trotz allem tanzen wir. Und sie sterben. Aus dem Schatten sind wir gekommen. Und im Schatten werden wir bleiben. Menschen sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. Aber dieses Credo schon. Dieses Credo ist das einzig Unsterbliche auf der Welt. Ich würde dem Kind doch nur was zu essen geben. Ich will aber nicht alleine gehen. Ich habe Angst. Nehmen wir ihn mit ins Büro? Nein. Ich bring dich nach Hause. Nichts soll dich über die Maßen bekümmern. Denn dein Leben ist kurz und die Zeit fordert ihren Tribut. Auch ich bin nicht mehr die, die ich einst war. Ich habe aller Liebe entsagt, die ich einst hatte. Und ich entsagte Aya. Ich tötete Aya. Ich bin jetzt die Verborgene, namens Amunet. Mögen sich deine Siege vervielfachen.
Und so begann es. Assassin's Creed. Die Verborgene, ne? Und die haust jetzt in Rom rum. Und der ist hier in Ägypten. Jetzt eine eigene Assassins Bruderschaft gegründet und die Aya ihre in Rom. Büro der Verborgenen. Du kannst jetzt das Büro der Verborgenen in Memphis aufsuchen. Im dortigen Geschäft stehen einzigartige Gegenstände zum Verkauf. Memphis. Ja. Ist klar. Neben Quest ist immer noch dieses Bike-Versprechen. Ich weiß auch nicht, wo die sein soll. Die Steinkreise alle. Also 10 müsste ich auf jeden Fall schon haben, Leute. Ayas Brief. Mein liebster Bayek, Caesar wurde bereits eliminiert. Septimus ist ebenfalls tot. Hat mittlerweile ein Büro für uns, mitten in Rom. Doch niemand weiß von unserer Existenz. Wie immun sind wir die Verborgenen. Die Ironie der Freiheit. Wir sind voneinander befreit. Doch es bringt mir keine Freude. Wir müssen immer weiter. Unseren Sturm blutiger Poesie aufrechterhalten. Und trotz allem tanzen wir und die sterben. Aus dem Schatten sind wir gekommen und im Schatten bleiben wir. Menschen sind nicht für die Ewigkeit bestimmt, aber dieses Credo schon. Dieses Credo ist das einzige Unsterbliche auf der Welt. Nichts soll dich über die Maßen bekümmern, denn dein Leben ist kurz und die Zeit fordert ihren Tribut. Ich bin nicht mehr die ich einst war. Ich habe aller Liebe entsagt, die ich einst hatte. Und ich habe Aya entsagt. Ich habe Aya getötet. Ich bin jetzt die Verborgene namens Amunet. Ja, schön für dich. So. Würde ich sagen, also, Bitch. Jetzt wird mir zum Beispiel noch ein Kind erzeugen können, ja, jetzt sind sie alle tot. Oh, komisch, dass hier der ganz am Schluss erst getötet wurde, ne? Bisschen unüblich, ne? So, ja. Queste. Die Verborgenen. Erreiche die Fähre von zum Sinai. Finde die Steinkreise in Ägypten und interagiere mit ihnen. Hä? Ah. Ja, okay. Also der erste TLC jetzt, Leute, weil das Hauptspiel haben wir ja eigentlich geschafft, würde ich sagen, ne? Da hätte zumindest mal so ein Abspann oder so kommen können. Ich meine so, wie man es halt kennt, aber okay. Achso, was mich jetzt noch interessiert, wird diese Layla. Passiert ja irgendwie noch was? Ich geh mal gerade dahin. Ich guck mal, ob die irgendwas zu sagen haben. Kann ja sein. Weiß mir ja nicht, Leute. Sieht original aus wie die Aya, ne? Lass die Finger von meinem Laptop. Das sollte ich, oder? Ein schrecklicher Eingriff in deine Privatsphäre. Stell dir einfach vor, ich erlebe deine Erinnerungen nach. Bayek ist eine Leiche. Und man hat sich echt gelohnt. Ich gebe ja Schlage.
Ja, natürlich machen wir jetzt noch die 2 TLCs weiter, ne? Wenn dann schon richtig. Wenn schon, dann schon. Wenn ich hier mit dem Spiel fertig bin, eine komplettere Version habt ihr noch nicht gesehen, ja, 4 doof leider. Nur, mit der Fragezeichen da, die Rätseldinger, die mache ich nicht. Das ist mir zu doof. Ich hätte mal wieder direkt versuche oder suchen müssen, wie man das bekommen hat. Diese komischen Schriftrollen da. Mit denen rede ich jetzt gerade. Hätten wir auch ungefähr gewusst, wo das ist. So ist der Blödsinn. Story-technisch und gardemäßig durch immer alles aufdecken. Eigentlich bei jedem Spiel. Und erledige. Aber sowas ist ja ich weiß nicht, was das sein soll hier. Das hier. Beschäftigungsmaßnahmen oder so. Ja. Könnte man theoretisch noch machen, aber das ja auch ziemlich interessant sein könnte, ne? Hier Sandmeer. Im Südosten des Nomos Immentet liegt das Wrack eines Schiffs. Wenn du bis zum Morgen meditierst, wird ein X mein Versteck kennzeichnen. So, im Sand in Wrack. Ne? Jetzt weiß ich auch so genau, wo das eigentlich ist, ne? Müsste. Ja, müsste sogar irgendwo hier sein, ne? Oder da. Immentnome. Ja, das ist klar. Hier. Da ist das irgendwo. Komm nur. Ich guck mal, ob ich das direkt finde. Also das Wrack und dann müsste ich ja nur bis zum Morgen meditieren, ne? Ob sich das überhaupt lohnt, Leute. Immer so aus Spaß, ne? Wo ist das Schiff? Wo ist doch das Schiff? Stäbchef. Geil. So, ne? Bis zum Dings meditieren, ne? Ja? Das ist ja schnell erledigt, Leute. Kreuz, ne? Das Ding ist ja ein Kreuz. Wie meditiere ich nochmal? Achso, muss ich auf das Ding gehen, ne? Sehe ich das ja nicht, logischerweise. Also hoch. Komm du F hier. Ernst? Wie meditiere ich denn nochmal? So. Das ist der Vogel. Okay, so. Select drücke, ne?
Wo kann ich da auch nicht? Bis zum Morgen, ne? Jetzt. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Beine statt Kreuz. Palme. Also da. Also da irgendwo, ne? Ich gehe mal von aus, da wo der Baumstamm da ist. Wie nett. Oh, Balk. Aha. Da ist es. Jetzt richtig, Leute. Was wir jetzt gekriegt? So. Abgehakt halt, ne? Okay. Okay. Südlich von Kyrene, in den grünen Bergen, gibt es einen See. Das war doch einfacher zu finden, wie ich gedacht habe, alles. Das sind ja ich muss da hinten, grüne Berge, ne? Ist das ein See? Ja. Na so was, ne? Wo ist da die Quelle? Hier irgendwie, ja? Ja, dann. Leute, dann gehen wir der Sache auch noch nach, ne? So, hier. Also das ist jetzt der einzigste See, wo ich sehe. So kann halt ja nur hier sein, ne? Bin ich mal gespannt, ob ich das direkt finde, Leute. Das ist wie so eine Schnitzeljagd, ne? Wow. Ach
Ich bin ja schon da. Also hier, ne? Ja, springt normales in den Bergen. Magischer Bach. Was ist denn der magische Bach? Das ist gar kein Bach. Der aus dem Nichts entspringt. Man sieht das ja nicht, ne? Also kann das ja nur hier oben sein. Der ist wieder Löwen. Könnte auch das hier sein, ne? Wer tat das? Aber wo entspringt meistens, ne? In den Bergen, würde ich sagen. Direkt wieder runterlaufe, weil ich glaube nicht, dass ich den Berg hochgehen muss. Das ist Blödsinn. Das ist aber künstlich. Komisch. Nicht doof, ey. Keine Ahnung, Leute. Ich würde sagen, ich mache die Hauptquests. Vielleicht mache ich das hier einfach auf Topic. Weil
Ich weiß auch noch nicht mal, was ich dafür bekomme. Bestimmt nur irgend so ein Schund. Was habe ich denn dafür eben gekriegt? Gar nichts. Und jetzt immer Plunder. Wo ist es nicht, Leute? Tja. Und dafür werden wir uns jetzt verabschieden von diesem wunderschönen Ägypten, wie wir es die ganze Zeit jetzt gewohnt sind. Da waren. Und werden jetzt nach Sinai reisen. Entschuldigung, ich suche nach einem Mann namens Bayek. Mich erkennt. Ne? Ich bin hier, um dich in den Sinai zu bringen. Wenn ich wieder zurückkehren kann, ist ja alles cool. Ich schreibe dir mit außerordentlicher Besorgnis. Der Sinai revoltiert gegen die römische Herrschaft. Bei einem Massaker wurden 2 Verborgene getötet. Ich allein bin verantwortlich, denn ich habe sie ausgebildet. Ich kann die Verborgenen kaum noch beisammenhalten und bin jetzt mit dem Rebellenführer Gamilat verbündet. Ich brauche deinen weisen Rat, mein Freund. Komm mit. In schwärzester Nacht schläft der Sinai, vom Leid erschöpft. Den Mund voller Asche weinen wir Tränen aus Blut. Wer erlöst uns von der Verzweiflung? Ein Klassiker. Unser Held zieht mit dem Nebel, lautlos wie die See, und bringt Brot. Unbekannt, unsichtbar, immer unbarmherzig. Aye, aye, aye. Hör zu, ich erzähl dir von ihm, der Legende aus Siva, dem Schatten, der Bayek ist. Bayek. Bayek, Bayek, Bayek. Bayek. Klingt nach einem echten Mann. Ich muss das Versteck finden. Von hoch oben muss es zu sehen sein. Ja, die Waffe, die habe ich ja noch. Spielt ja auch 4 Jahre nach der Hauptstory jetzt, ne? Eines der Helden ist, Ich finde, werden die Nabatäer frei sein. Outfit, das lasse ich jetzt, ne? Und soll ich das ändern? Alles cool. Das Land des Türkis gehört uns. Also lasst uns herrschen, lasst uns herrschen. Von der Mündung der Schluchten bis Raphidim werden wir frei sein. Ich habe gerade Angst gekriegt. Ich dachte, das kann's. So, so riesig, ne?
Ja, ist okay, geht noch. Ja, das ist groß, finde ich. Aber cool. Aber da gibt es auch mit Sicherheit genug zu tun, ne? Die Rote See. Was jetzt natürlich genau spielt, Sinai. Ja, das ist ja auf der afrikanische Westküste. Müsste ich mal googeln. Aber es spielt ja keine Rolle, Leute. Steinbruch von Klisma. So, Menü, wollte ich mal gucken. Quests. Ah, ist gut, das sind die zwei Hauptquests, klar. Ja. Ausrüstung. Der verborgene Ausrüstung. Habe ich das jetzt extra bekommen? Ja, oder? Oder hatte ich das vorher schon? Ich habe ich bekommen, ne? Ja. Precision gerecht. Where non Dio? Continuas! Shedid? Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Und wie? State! Latini disciplinam vis! Et tua! Öl und Feuerholz. Die ägyptische Technik, Steine zu erhitzen und dann schnell im Wasser abzukühlen, damit sie zerspringen und brüchig werden, ist brillant. Aber langsam. Wir sind bereits jetzt mit unserer Lieferung im Verzug. Wir brauchen größere und heißere Feuer. Sagt den Händlern, sie sollen doppelt so viel Öl und Feuerholz zum Steinbruch von Klisma liefern, wie bisher. Seid ihr natürlich nicht von allein drauf gekommen, ihr Römer, Ja, habe ich vielleicht auch ein neues Reittier bekommen? Ja, habe ich nicht bekommen. Okay, auch nicht. Das ist mein Schatz. Oh. Ah, hier, Schiff. Oh. Wir müssen uns natürlich jetzt auch drum kümmern, ne? Von der Schätze und so. Gespannt, ob sich dort hier auch irgendwie landschaftlich und so ein bisschen unterscheidet. Die Gegend. Proibere, illuc et mortuis sunt!
ungehorsame Seeleute. Schiffslogbuch. Die Seeleute Praxa und Mahut wurden gemeldet. Sie haben frei bekommen, um sich auszuruhen. Stattdessen haben sie eine verlassene Mine im Norden erkundet. Sie hatten sich in den Kopf gesetzt, dass dort ein versteckter Schatz läge. Doch die Narren sind direkt in ein Schlangennest gelaufen. Praxa wurde gebissen und Mahut musste ihn zurück zu unserem Heiler tragen. Dummheit muss bestraft werden. 12 Peitschenhiebe, richtig so. Ja, nicht einfach selbstständig handeln. Eigenständig. Wie viele Level sind dann hier? Ja gut, das ist ja easy. Vielleicht die Höhle? Ja, ich gehe mal davon aus, ne? So ein Steinbruch hier, ne? Verdammte Schlangen, eine Warnung an alle Arbeiter. Es gibt hier giftige Schlangen. Wir töten alle, aber am nächsten Morgen, wenn wir zurückkehren, sind sie wieder da. 2 Zimmermänner sind schon durch Bisse gestorben. Man müsste extrem vorsichtig sein. Oh. Doch, ein bisschen mehr Plunder jetzt, ne? Ja, und das spare ich jetzt alles. Mhm. Beim Wasser ist aber nichts, oder? So Krokodile natürlich, ne?
Monster hauen die auch wirklich ab, ne? Sind das hier ganz andere Krokodile oder was? Sehen wir so ein bisschen anders aus, ne? Die sind immer so schnell. Nein. Mach mir bloß noch mein Bildschirm kaputt. Ich gucke, was es halt so gibt. Von außen nur Fragezeichen Boote. Also nur Boote mit Fragezeichen. Das nicht immer. Gar nichts. Die Rote See. Aha. Von den salzigen Seen bis zum verdorrten Krass, wie die hier der Marmor werde ich beten und Licht bringen. geschaffen haben. Ob man sich schwer die Dinger sind, ey. Oder Granit oder was ist das? Sandstein ist das, ne? Guter Sandstein, glaube ich.
Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Die stehen alle praktisch. Schön von mir weg. Perfekt. Verdopple die Wachen, Claudius. Gestern habe ich bemerkt, dass ein Teil unserer Vorräte über Nacht verschwunden ist. Das ist schon das 2. Mal. Wie ist das trotz all unseren Anstrengungen möglich? Wir stehlen uns etwa die Arbeiter vor unseren Augen? Was der Fall ist, werden sie alle an Kreuz enden. Bleib wachsam, informiere die anderen und verdopple die Nachtwachen, falls nötig. Wir müssen die Diebe schnappen, bevor Tacitus davon erfährt. Tacitus. Das ist doch hier ein Senator gewesen, ne? Der hat wahrscheinlich die Ware bestellt und die Leute eingeteilt. Aber es kann natürlich auch ein anderer Tacitus sein. Ein gemeiner Tacitus halt. Das auch noch. Aber wir kommen an der Schmiede vorbei, was schon mal sehr schön ist. Ich denke mal, dass dieser eine der Junge hier irgendwo rumgeistert. In den Steinen. Fragezeichen. Kann ja nur unterirdisch sein, ne? Shemeni Nesu, Tenate. Harnexero? Kaya nukseke. Komm ich jetzt nicht dran irgendwie. Hier, Haru Tot? Ihre Diogef. Okay, das ist ein Versteck. Versperrt. Es muss einen anderen Weg geben. Hier, das ist das Loch hier. Ich kann ja da runterspringen. Und Kopf das Innenrahmen.
muss ganz nah sein. Ja, so nah ist er jetzt aber auch nicht, ja. Wie? Schwer geheim. Jeder Ring gehen, ne? Ist da was? Ja. Sane Bepse! Denke Kuh! Jetzt. Komische Steine. Erz oder Eisenerz oder Marmor. Wird mir gar nicht, dass ich keine Ahnung davon habe, ne? Ernst? Wart? Ach so, ich dachte, wir jetzt haben wir jetzt hier Assassinen versteckt. Also ja, von der Bruderschaft irgendwie. سمع شعرت Ich hab mich doch nicht getäuscht, Leute. Ich muss da rein. Okay, das ist ein ganz anderer Weg dann, ne? Das ist ja Das ist er. Das ist ja zu lesen, hä? Legatus Tacitus. Tacitus verbreitet ein dramatisches Flair. Der skrupellose Steinbruchverwalter lässt zahlreiche Erwachsene und Kinder als Sklaven für sich arbeiten.
um den Türkis so effizient wie möglich abzubauen. Es ist bekannt, dass er enge Beziehungen zu Rufio unterhält. Auch wenn sie die Liebe für das griechische und römische Theater trennt. Taira sah, wie er von der Spitze des Steinbruchs aus furchterregende Reden vor seinen Arbeitern hielt. So etwas wäre eine ideale Gelegenheit, um einzuschreiten. Ansonsten hält er sich unter seinen Legionären auf und ist ganz allgemein ein trauriger und einsamer Mann. Tacitus. Ah, das Büro der Verborgenen. Hab ich schon. Mose, der Steinmetz. Mose ist ein Verräter Ägyptens, ein Mann mit 2 Gesichtern. Er hat seine Verbindungen nach Rom und zu Kleopatra genutzt, um alle Seiten gegeneinander auszuspielen und sich Vorteile zu verschaffen. Seine Plünderung unserer heiligen Städten scheint einen tieferen Sinn zu haben, als nur die Kriegskassen von Kleopatra und den Römern zu füllen. Unsere Informanten glauben, sie stehen mit der Legende um die Splitter der Sterne in Verbindung. Splitter der Sterne. Welche die Bevölkerung in Atem hält. Die Leichtigkeit, der er ganze Landstriche liquidiert, ist furchterregend. Ampelios von Kapitolenus. Ampelios wurde auf den römischen Handelswegen mit den Ossipetern und Tencterern ausgebildet und war dort berechtigt, die Routen gewaltsam zu sichern. Nach den Informationen aus Amonets im römischen Büro der Verborgenen hat dies bei den Barbaren im Norden gut funktioniert. Deshalb plant er, dieselben Methoden nun auch im Sinai anzuwenden. Er blockiert und sperrt den Horusweg nach eigenen Ermessen und lässt als bevorzugte Strafmaßnahmen Gliedmaßen abschlagen, um Angst zu verbreiten und für die Disziplin zu sorgen. Seine Schreckensherrschaft wird ewig andauern, solange die Mauer der Herrscher unter seiner Kontrolle steht und den Soldaten bemannt ist. Ja. Mauer der Herrschaft und bemannt von den Soldaten. Dann muss ich sie entmannen. Egal wie. Hochschnippeln. Liebe Taira, Senu wird in euren Reihen landen. Amun hat dein Gebet vernommen und wird es erhören, solange Memphis in Frieden lebt. Eure Löwen werden gezähmt werden und innerhalb eines Mondes werde ich unter den Verborgenen erscheinen. Sei wachsam und stark und lasst den Horusweg nicht an Löwen oder Schakale fallen. Unsere Pflicht ist eine düstere, ist ein Schatten, der permanent auf alle Länder fallen muss. Amun. Habe ich jetzt Aufträge bekommen hier? Nö, eigentlich nicht. Ich muss immer noch mit dieser Taira reden. Ah, gute. Bayek, der größte von allen. Ich kenne die Lieder. Muss man trinken, Leute. Ich heiße Kashta. Welche Ehre, euch kennenzulernen, Mentor. Keine Formalitäten, Kashta. Wir sind beide Verborgene. Das ist auch eigentlich richtig, dass ich dieses Outfit auch jetzt anbehalte, weil das ist ja das Zeichen der Verborgenen, ne? Also dieser Anzug, ne? Wie beim ersten Teil von Assassin's Creed. Generell, ne? Variiert halt nur manchmal. So viele Tote. Tahira,
Bayek, den Göttern sei Dank, du bist da. Es klang dringend. Dies sind die Schwerter zweier meiner Verborgener, bei einem Massaker getötet. Man wird ihrer als Märtyrer für die Sache gedenken. Das ist Gamilat, Anführer der aufständischen Nabatäer. Was ist passiert? Unser Rückzug führte durch das Dorf. Die Römer haben uns verfolgt und ihre Wut an den Bewohnern ausgelassen. Es war ein Gemetzel. Unschuldige Frauen und Männer. Die Verborgenen wollten es verhindern und starben. Sie kannten das Risiko. Ich habe sie den Rebellen zugeteilt. Tahira, was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Schlachten sind nichts für Verborgene. Doch wir können den Rebellen helfen, indem wir den römischen Anführer töten. General Rufio. Aber der ist in Rom. Rufio hat 3 Unterführer hier im Sinai. Diese 3 werden sterben. Fangen wir gleich an. Ich stehe in deiner Schuld. Wir tun dies für das Volk, Gamilat. Ja, das Volk. Das Volk und ich sind ein und dasselbe. Wir haben Verborgene auf Rufius Leutnants angesetzt. Sie verraten dir alles, was du wissen musst. Brief von Amunet an alle Einsatzstellen. Die Verborgenen. Die Lage in Rom ist gefährlich und ständig im Wandel. Caesar Tod hat zu chaotischen Reaktionen geführt. Brutus und Cassius hatten erwartet, dass sich die Bevölkerung dankbar über den Tod eines Tyrannen erheben würde. Aber Marcus Antonius konnte die öffentliche Meinung geschickt beeinflussen, sodass sowohl Brutus als auch Cassius nur noch aus Rom fliehen konnten, um anschließend den Freitor zu wählen. Währenddessen wachsen die Spannungen zwischen Antonius und Octavian mit jedem Tag und alle befürchten einen neuen Bürgerkrieg in Rom. Die Situation ist brenzlig und niemand kann den Ausgang vorhersagen. Trotzdem müssen wir unsere Arbeit fortsetzen. Wir müssen flexibel und auf alles vorbereitet sein. Amunet. Tja, Antonius, ne? Der ist ja mit der Kleopatra nachher nach Ägypten geflüchtet. Ja, da haben die sich ja das Leben genommen, ne? Und der Octavian wurde nachher zu Augustus. Der größte römische Kaiser. Osokon wird seit 2 Wochen vermisst. Er ist der Schatten, der auf den Steinbruch angesetzt wurde. Doch der Schatten ist verschwunden. Vielleicht ist es zu spät für ihn. Er wollte vor Tagen zu einem Handelsschiff im Hafen gehen. Und da wimmelt es von Römern. Es wäre schade um ihn. Er gibt alles für das Volk und die Verborgenen. Ich würde für ihn sterben. Ja, jetzt habt ihr die Klappe ja geöffnet, ne? Ich treffe Tahira oberhalb des Steinbruchs. Ich kletterte erstmal hoch, ne? Und verschaffe mir mal einen Überblick, Leute, über die Gegend hier. Ganz schön felsige Gegend hier, ne?
Skarabäus Schatten Nebenquest und das Geheul der Toten. Okay, seltener wieder, Leute. Der Schatten des Südens und des Nordens. Kommt mal ran! Hat wirklich Geld dahin geschmissen. In den dunklen Bergen, Reisender. Hab. In den Bergen verstecken sich die gequälten Seelen der Toten. Was hat das zu bedeuten? Hast du nicht gehört? In der alten Nekropole in den Bergen spuken die Toten, die nicht ins Jenseits wechseln können. Ah, jemand sollte dem nachgehen. Begleitet vom Klirren des Eisens unter der Herrschaft Roms. Nachts weinen die Kinder, denn unser Land wird fortgeholt. Also wenn ich jetzt das jedes Mal auflade, wird immer neue Mission machen, oder wie? Irgendwann! Als Nabatea frei war, konnten wir hoch erhobenen Hauptes sterben. Und der Himmel war ein Banner der Glückseligkeit. Das war jetzt echt Geldverschwendung. Gib mir die Hand der alten Pharaonen. Das alte Reich wird... Da ist der Mann mit dem Adler. Ich muss es den Skarabäus-Schatten sagen. Ich will das Kopfgeld. Nein, lass mich in Ruhe. Ich hab nichts gemacht. Beruhige dich, Junge. Warum sagst du so etwas? Kopfgeldjäger suchen einen Mann mit einem Adler. Ich kriege Gold, wenn ich es ihnen sage. Kopfgeldjäger? Sie nennen sich die Skarabäus-Schatten. Skarabäus? Ach, Neck. Hör zu. Ich bin nicht der Mann, den du suchst. Das ist kein Adler. Es ist eine Taube. Eine sehr mutige Taube. Warte, lügst du? Ich sage es den Kopfgeldjägern. Ich muss die Skarabäus-Schatten finden. Na gut. Kopfgeldjäger, die sich selbst die Skarabäus-Schatten nennen, haben einen Weg in den Sinai gefunden. Ihre Motive bleiben nebulös, ihre Methoden dagegen nicht. Soll die eliminieren. Belohnung 20.000 EP. Was? Warum so viel? Das Geheul der Toten. Die Nekropole wird zunehmend zur Quelle mysteriöser Geräusche und Sichtungen. Jemand sollte sie sich ansehen. Erreiche die Straße der Nekropole. Die Sklaven sterben. Bayek versucht, Ruphius Stellvertreter am Steinbruch zu eliminieren. 3500 EP.
Ja, ne? Ja gut, mit der EP, das jetzt extra so gemacht hat, man auch aufsteigt, ne? Ganz sicher zu gehen, dass man das doch schafft. Also auch der Flug des Pharaos und so. Für später. Auch Flunder, jede Menge. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Wird auf jeden Fall noch immer ausgebeutet für Steine, ne? Ah, Bayek. Es wird Zeit, Ruphios Unterführer auszuschalten. Tacitus hält sich oft hier über dem Steinbruch auf. Er ist ein brutaler Aufseher. Täglich statuiert er Exempel an seinen Arbeitern. Glaub mir, der hat bei mir schon längst mal ein Bein gestellt bekommen oder einen Stein auf den Kopf geflogen. Ihn vor aller Augen zu töten. Tahira, das sendet eine Botschaft. Die Verborgenen dulden keine Unterdrücker. Ihn vor der Armee oder den Arbeitern zu töten, wird Tumulte verursachen. Manchmal verblasst die öffentliche Wirkung unserer Taten neben dem Guten, das sie bewirken. Ich vertraue dir. Wir haben zusammen den Nil befahren und wir schaffen es auch im Sinai. Ich warte auf die perfekte Gelegenheit. Er müsste irgendwo in diesem Gebiet sein. Oh, ein Legionsadler, ne? Ich wollte gerade Legion nicht aussprechen, Leute. Schild mit Gold. Das tut nämlich richtig weh. Ihr seid frei. Macht etwas daraus. Holt euch Nabatea zurück.
Et gladius meius tibi et hic hoc modo. Marlene, so Maske auf, ey. Das sieht nur so aus. Sic recurre ad mulier, teras. Damno! Oh, sind schon ein paar, ey. Sandel, voilà! Sic calce capitis! Proibere, tu iloc! Rabas, culus! Et vi, et nunc! Ich hoffe, der ist jetzt nicht abgehauen, ey. Der müsste doch hier irgendwo sein, ja? Befehl von Legatus, entkommene Rebellen, Kommandant, es ist eine Sache, Rebellen zu fangen, aber du solltest sie dann auch in ihren Käfigen lassen. Alle paar Nächte entkommen einige von ihnen unter mysteriösen Umständen. Ich habe die Käfige untersucht, es scheint, dass die Türen nicht sicher sind. Ein einziger Pfeil reicht, um sie zu öffnen. Trotzdem solltest du deine Jagd auf diesen Abschaum der Berge fortsetzen. Der Friede wird durch Krieg gewonnen. Cornelius Nepos, Tacitus. Den Dörfern und schwächt das Militär. Für heute reicht es wieder mit diesen aufgeführten Schweinen. Sollen sie verrotten. Der Gestank des faulenden Fleisches wird allen Gleichgesinnten als ernste Warnung dienen. Das wäre was soll ich sagen? Ach ja, letzten Endes werdet ihr die Folter übernehmen müssen. Denn diese Spektakel flößt der Bevölkerung wahre Wut ein. Und es unterhält sich. Der Sinai ist eine Kolonie meiner Heimat. Ein Recht. Welche Marcus Antonius? Ah! Jämmerliche Wachen! Jupiter, rette mich! Utilut Hokidor! Möge Osiris dein K auf ewig quälen. An alle Ägypter! Rom wird euer weiser Gebieter sein! Der Orden ist ewig! Ich muss wieder zu Tahira. Wie es weitergeht, Leute, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Bis dahin, ciao, Leute.